Die Datenschutzgrundverordnung ist seit mehr als 2 Jahren in Kraft und dennoch finden sich speziell im Gesundheitssystem weiterhin Zweifel, in welchen Situationen die Datensicherheit der Patienten oder der Mitarbeitenden gewährleistet ist. Daher zeige ich Ihnen in diesem Video einige klassische Schwachstellen und wie Sie diese in Ihrem Betrieb finden können. In der DSGVO geht es um den Schutz personenbezogener Daten. Das sind vertrauliche Informationen wie zum Beispiel das Geburtsdatum oder Angaben zur individuellen Krankengeschichte der Patienten. Auch über Mitarbeiter existieren sensible Daten, die möglicherweise unzureichend geschützt sind. Schlüpfen Sie in die Rolle eines Besuchers. Gehen Sie durch die Einrichtung und betreten Sie Räume, auch Diensträume, die nicht verschlossen sind. Das tun gelegentlich auch Angehörige oder Mitarbeiter der Apotheke, des Sanitätshauses und so weiter. Richten Sie Ihren Fokus auf personenbezogene Daten und machen Sie sich Notizen, welche Informationen Sie erhalten, die nicht einsehbar sein dürfen. Dies sind die ersten Schwachstellen, die umgehend beseitigt werden müssen, und hier zeige ich Ihnen einige Beispiele. Die Pflegedokumentationsmappen sind unverschlossen. Der Arztbrief vom Krankenhaus liegt auf dem Schreibtisch, Rezepte hängen an der Pinnwand. Dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, der sogenannte gelbe Zettel eines Mitarbeiters im Dienstzimmer an der Pinnwand hängt, ist solch eine Sicherheitslücke. Eine Liste mit Telefonnummern der Mitarbeitenden ist ebenfalls eine Lücke, soweit diese der Veröffentlichung nicht zugestimmt haben. Die Geburtstagsliste der Bewohner im Wohnbereich am schwarzen Brett ist ebenfalls eine Situation, die hier fragwürdig ist, genauso wie Trink- oder andere Protokolle, die ausliegen. Beschriftete Medikamentenbecher in der Teeküche, eine Liste der Bewohnernamen mit den zugeordneten Inkontinenzprodukten an die Tür geklebt oder auch der Bildschirm des Computers, der einsehbar ist durch ein Fenster oder eine Glastür, kann eine Schwachstelle bedeuten. Dass Mitarbeiter mit Notizzetteln Informationen verbreiten über Bewohner und diese dann auch noch in den Papierkorb werfen, ist ebenfalls eine Schwachstelle. Die Tür, die nicht verschlossen ist während der Übergabe, oder auch sensible Informationen, die über den Gang an Kollegen gerufen werden. In ungeschützten Räumen wird über Bewohner geredet oder auch Auskünfte werden an Angehörige gegeben, die keine Betreuung oder Generalvollmacht besitzen. Leitungskräfte geben Informationen an Mitarbeiter weiter, wie zum Beispiel: Frau Meier kommt heute nicht zum Dienst, ihr Kind ist krank. In ungeschützten Bereichen wird telefoniert, zum Beispiel mit dem Arzt oder den Angehörigen. Diese Liste lässt sich natürlich beliebig fortsetzen. Ein Ziel ist es, Regelungen zu erstellen, wie sensible Daten zu schützen sind, damit diese Regelungen auch umgesetzt werden. Damit diese Regelungen auch umgesetzt werden, müssen Mitarbeitende geschult werden. Dies gilt für alle Bereiche, also Pflege, Hauswirtschaft, Verwaltung, der technische Dienst, aber auch die soziale Betreuung und so weiter. Wenn diese ganz praktischen Prozesse im Arbeitsalltag funktionieren, ist ein großer Schritt getan. Unterstützung erhalten Sie durch einen internen oder externen Datenschutzbeauftragten, denn die DSGVO hält noch viele weitere Aufgaben bereit. Doch nicht alles ist verboten. Sobald jemand seine schriftliche Einwilligung gibt, diese kann auch mündlich erfolgen, dürfen Daten veröffentlicht werden.